Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Suister. Heute geht es weiter mit dem Thema FASD, und zwar das fetale Alkoholsyndrom. Das hatten wir ja im letzten Video schon erwähnt. Heute geht es jetzt um die verschiedenen Arten, welche es gibt, und um die Begleitstörungen. Das Ganze hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich eine Freundin heute mit dabei habe und die arbeitet halt auch und ich habe recht viel zu tun gehabt und da war es ein bisschen schwierig, jetzt einen Tag zu finden, an dem wir auch gemeinsam Zeit haben. Ja, die Lu ist auf jeden Fall mit dabei. Ich würde mal sagen, Lu, du stellst dich jetzt einfach mal vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist. Ja, erst schön, dass ich mit dabei bin. Ich finde das ganze Thema sehr interessant. Ich bin die Lu und, ich kenne dich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Ich bin Fachbetreuerin im Bereich quasi für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Und ja, ich habe schon einige Erfahrungen bisher sammeln dürfen, aber tatsächlich hatte ich mit FAS oder FASD hatte ich jetzt so noch keinen Kontakt, bis wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und das ganze Thema ist sehr interessant für mich und ja, deswegen finde ich es auch cool, dass ich jetzt mit dabei sein kann und mich ein bisschen informieren kann. Wir haben ja davor auch schon viel darüber gesprochen. Ich habe vieles von Susa erfahren können. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Nun, dann würde ich sagen, dass wir auch das Ganze mal starten und dann geht es jetzt auch schon los. Kommen wir also zu den verschiedenen Arten von Störungen, Fehlentwicklung des Kindes durch Alkohol in der Schwangerschaft. Ich habe das Ganze jetzt hier auch als Text vor mir, da ich ja gerne etwas mal vergesse oder auch Sprachfehler bekomme. Zudem sind wir ja auch keine Mediziner, dass wir uns jetzt da komplett auskennen. Also wir haben uns jetzt auch selber erstmal alles zusammengefasst tatsächlich. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Punkt 1. FAS, fetales Alkoholsyndrom. Die Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Es liegt in folgende Kriterien beim Kind vor: Wachstumsstörungen, Gesichtsveränderungen und Störungen im zentralen Nervensystem. Dann gibt es noch das partielle FAS. Da sind die Merkmale auch Gesichtsveränderungen des Kindes und Störungen im zentralen Nervensystem. Unter anderem gibt es auch das FAE, der fetale Alkoholeffekt. Jetzt fängt es schon wieder an. Merkmale 2 der 3 Kriterien vom FAS liegen vor. ABD, alkoholbedingte Geburtsfehler, da sind die Merkmale angeborene Fehlbildungen der Organe oder der Knochen. Zu guter Letzt gibt es noch das ARND, alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörung, Merkmale Störungen im zentralen Nervensystem. Wir haben jetzt natürlich auch noch so ein paar interessante Fragen für euch zusammengefasst, welche für euch eventuell relevant sein könnten, einfach um euch auch mal so ein bisschen ein Bild zu vermitteln, wie das Ganze eben für einen Betroffenen ist und wie es sich auch für die Außenstehenden einfach auswirkt. Also als erstes habe ich mich natürlich gefragt, als wir so die ganzen Arten durchgegangen sind von FAS, was hat eigentlich SUI? Und dementsprechend gebe ich jetzt mal die Frage einfach weiter an dich. Was hast du für eine Art von diesem FAS? Also auf mich trifft das PFAS zu, also das partielle Alkoholsyndrom. Das partielle FAS bedeutet dann im Prinzip, dass quasi Teile vom FAS vorhanden sind, oder? Genau. Und wie wirkt sich das bei dir aus, beziehungsweise, wie hat es sich schon vielleicht als Kind ausgewirkt? Also als Kind war es tatsächlich so, dass man das bei mir im Gesicht gesehen hat. Das hat sich aber allerdings durch die Jahre verwachsen. Ansonsten, wie wirkt sich das jetzt bei mir aus? Es ist immer so eine schwierige Sache, das selber zu erklären, weil es einem oft auch nicht so ganz auffällt. Ich habe auf jeden Fall extrem Probleme mit Struktur. Ich habe auch, was das Kurzzeitgedächtnis betrifft, eine Demenz, könnte man sagen. Ich habe unter anderem, wenn ich denke und spreche, Sprachfehler, welche sich dann einfach entwickeln und eben auch psychische und emotionale Störungen. Okay. Und seit wann hast du das jetzt, diagnostiziert bekommen, dass du dieses PFAS hast? Das war im Sommer 2019. Da war ich in einer Klinik und habe mich eben testen lassen, musste da recht viele Tests machen und da wurde das dann eben diagnostiziert, genau. Genau, ich glaube, ich kann mich da sogar noch dran erinnern, weil sich tatsächlich das auch schon schwierig gestaltet hat, bis dieser, Termin zustande kam. Wir hatten uns damals kennengelernt und da war es schon Thema, dass irgendwie ein Test gemacht werden soll und letztendlich hat sich's dann, glaube ich, über ein Jahr gestreckt, bis letztendlich dann dieser Termin noch da war, ne?
Ja, also das ging recht lange tatsächlich und es war ja schon immer klar, dass irgendetwas mit mir halt nicht so ganz stimmen kann, nenne ich es jetzt mal. Hört sich immer so ein bisschen böse an, aber ist halt tatsächlich so. Und ja, War es dann im Endeffekt für dich auch befreiend, dass du's, wusstest, was jetzt im Endeffekt mit dir los ist? Teils, teils tatsächlich. Also auf der einen Seite war ich mega froh, weil ich meine, ich wusste endlich, was in Klammern nicht mit mir stimmt. Auf der anderen Seite möchte ich halt irgendwo auch normal sein. Andererseits, was ist heutzutage normal? Ich merke halt oft im Alltag, wie mich das Ganze auch einschränkt, gerade auch, sage ich mal, in normalen Situationen, ob es jetzt Arbeit ist oder irgendwelche anderen Sachen. Man merkt es halt einfach und es ist halt da sehr störend. Mhm. Wenn du es jetzt so selber gerade gemerkt hast, ähm, wie ist deine Family dann damit umgegangen? Also früher und wie heute? Jetzt gerade da deine Familie Bescheid weiß, was los ist, merkst du jetzt da Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Also bei meiner Familie war es halt so, als Kind wurde ich sehr viel zu Psychologen, Psychiatern, Pädagogen geschickt, weil halt jeder wusste, irgendwas ist da nicht richtig. Sie ist sehr auffällig, gerade auch in der Schule war ich extrem auffällig. Ich habe mir nichts sagen lassen, bin immer gleich sauer geworden, habe eigentlich immer mein eigenes Ding gemacht, habe mich nicht an Regeln gehalten und das war halt immer sehr extrem für meine Eltern. Also die waren da wirklich am Verzweifeln. Also wurde auch dann schon das Jugendamt mit eingeschaltet tatsächlich. Und jetzt heute, wo sie endlich wissen, was ich habe, ist es für die auf jeden Fall um einiges besser, weil sie auch ganz anders damit umgehen können. Heißt jetzt nicht, dass sie das wirklich komplett alles richtig machen. Also meinen Eltern passiert auch noch Fehler. Aber sie versuchen sich wirklich gut damit einfach einzustellen oder einfach darauf klarzukommen. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt nennen soll. Ich glaube, es ist auch nicht immer ganz einfach, weil ja auch unvorhersehbare Situationen kommen, wo man als Betroffener, selber überfordert vielleicht ist, aber auch eben die Betroffenen um einen herum, ne? Nee, ist es auch nicht. Und deswegen haben wir jetzt auch für euch noch extra gegensätzliche Fragen, die, was ich jetzt eben hier der Lu stellen werde. Einfach um mal auch das Bild zu vermitteln, wie das Ganze für sie einfach rüberkommt. Kommen wir also schon mal zu der ersten Frage an dich, Blulu, und zwar, inwiefern durftest du jetzt das schon die Auswirkungen meines FAS eigentlich spüren oder erleben? Ja, also das habe ich gespürt. Anfangs nicht. Ich habe es relativ spät bemerkt und du hast mich auch dann aufgeklärt. Insgesamt ist das ein sehr umfangreiches Thema. Also, falls es euch interessiert, falls ihr bestimmte Fragen habt oder so, wo wir jetzt vielleicht noch nicht genauer drauf eingehen, dann stellt es in den Kommentaren unten. Aber bei mir war es jetzt wirklich so, dass es so langsam immer mehr ersichtlich wurde. Es waren Kleinigkeiten am Anfang, wo ich gemerkt habe: „Hä, warum ist sie jetzt genervt davon oder warum, ist sie jetzt überfordert von diesem oder jenem?“ Und dann hat sich das so 'n bisschen hochgesteigert in der Zeit, wo wir uns einfach besser kennengelernt haben und grade halt so, emotionales oder auch nervliche Sachen, die bei dir halt extrem nach oben oder nach unten gehen können, also wirklich von Himmel hoch jauchzen bis, zu Tode betrübt, ja. Und dann gibt es auch noch, mit der Konzentration manchmal Schwierigkeiten. Man spricht dich an, du kriegst es gar nicht mit oder man fragt dich was, was eigentlich genau davor Thema war und plötzlich ist es doch wieder weg. Also, da ist die Konzentration einfach manchmal nicht da. Ähm, Dann diese zwischenmenschlichen Beziehungen, also grade Beziehungen zu Männern, da habe ich vieles erlebt, weil eben viel die Männer nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen. Wenn du halt mal einfach gefühlsmäßig auch anders reagiert hast oder auch mal Abstand gebraucht hast. Und das ist eben auch so dieser Punkt, ähm, die Veränderung von Aufmerksamkeit, das du brauchst und gleichzeitig aber diese Isolation und bleibt weg von mir. Also, das habe ich sehr, sehr oft mitbekommen. Zum Glück mir gegenüber war es nicht so häufig, aber ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, Auch wenn jetzt neue Veränderungen auftreten oder Aufgaben auf dich zukommen, dann ist halt häufig mal so 'ne Überforderung da oder dass du dich, ja, 'n bisschen zu belastet damit fühlst und dann auch mal einfach sagst: „Ne, mache ich jetzt nicht mehr.“ Von wirklich eigentlich, dass du sagst: „Ich möchte es unbedingt machen“ und im nächsten Moment: „Ne, ich möchte es nicht mehr machen, weil das würde ja bedeuten, dass ich dieses und jenes machen muss.“ Also, viel mit, Überforderung auch. Genau. Insgesamt auch, kommt halt damit auch Unsicherheiten
Und im Alltag, was man halt dann einfach mitbekommt, ist, dass du Probleme im Haushalt führen hast. Jo, dann habe ich mal noch eine weitere Frage und zwar, welche Situation war denn für dich bis jetzt sehr schlimm? Mit was hattest du denn schon zu kämpfen, also gerade auch emotional? Also, insgesamt glaube ich, muss ich schon sagen, dass ich sehr bodenständig bin in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, dass ich zum Glück nicht so vieles, persönlich genommen habe. Aber es gab tatsächlich eine Situation, die mich selber sehr, sehr überfordert hat, wo ich gemerkt habe, ich dränge nicht mehr zu dir durch, weil wir davor vieles halt auch mit Gesprächen aufgefangen haben. Und ich bin wirklich nicht mehr durchgekommen. Und du hast mich blockiert und hast einfach mir gezeigt in dem Moment, okay, irgendwas passiert gerade, ich komme da nicht mehr hin, ich weiß nicht, was passiert, ich kann es nicht mehr einschätzen. Ich wollte dir helfen, aber ich wusste auch, ich konnte dir nicht helfen in dem Moment. Und das war für mich so eine Situation, wo ich wirklich schwer mit zu kämpfen hatte, diese Hilflosigkeit eigentlich von außen dann zu haben und nicht wirklich eingreifen zu können. Wie genau würdest du sagen, reagierst du oder gehst du damit um, gerade wenn ich so meine Ticks habe? Ich nenne sie ja immer gerne Ticks, weil es irgendwie ja besser klingt und ja, Ausfälle finde ich immer so ein bisschen komisch, deswegen sind meine Ticks. Wie reagierst du da, Blulu? Hm, ja, also es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Generell bin ich ja eine ruhige Persönlichkeit. Ich hatte davor noch nicht mit FAS so Kontakt, aber ich beschränke das ja auch nicht auf FAS, sondern sehe dich ja als Person, ja? Und als ich halt gemerkt habe, dass halt bestimmte Situationen vielleicht ein bisschen aufreibend für dich sind oder dass du dich isolierst oder so weiter, ist insgesamt eigentlich immer Ruhe gut, ja, dass man, nicht so hektisch mit dir umgeht, dass man dir auf jeden Fall Freiräume lässt, aber auch klare Worte findet, dass ich nicht vielleicht und sage, sondern wirklich klar sage: „Ja, nein und jetzt raffst du dich aber auf.“ Kann natürlich bei einer anderen Person komplett anders sein. Ich kann jetzt wirklich nur von Erfahrung mit dir sprechen. Ähm Ich habe dir eigentlich auch immer in solchen Situationen immer meine Hilfe angeboten. Wenn du sie nicht angenommen hast, habe ich aber auch den nötigen Abstand dazu gefunden, dass ich dann einfach auch mal gesagt habe: „Okay, ich gebe ihr jetzt eben diesen Freiraum. Sie soll einfach mal 2 Tage für sich sein. Sie soll ein bisschen zur Ruhe kommen.“ Und habe dann auch nicht ständig hinterfragt oder: „Wie ist es jetzt und was machst du jetzt?“ und so, sondern ich habe dich einfach mal in Ruhe gelassen. Ich habe einfach in dich vertraut, dass du weißt, wie du mit der Situation umzugehen hast. Ich wusste, ich habe dir meine Hilfe angeboten, ich bin für dich da und ansonsten macht man das, was man halt einfach mit einer guten Freundin auch macht, so aufmuntern und 'n bisschen auch Situationen aufzulösen mit Humor oder einfach halt 'n bisschen Lockerheit wieder mit reinbringen, ja? Dass man den anderen 'n bisschen trösten kann oder halt dann auch mal 'n bisschen runterbringen kann. Gibt es denn eigentlich irgendwas, was du absolut gar nicht empfehlen würdest? Also gerade so absolute Triggerpunkte, wo du weißt, wenn du das jetzt bringst, dann eskaliert's. Ja, wie ich schon eigentlich gerade gesagt habe, es ist natürlich sehr individuell, ja? Je nachdem, welcher Person man gegenübersteht, ist es ja auch nicht jeder gleich. Aber, gerade bei dir war's wirklich immer so, was ich auch immer anderen weitergegeben habe: „Dräng dich nicht auf, lass ihr Freiraum.“ Das ist wirklich so 'n Stichwort, ähm, auch wenn man manchmal denkt: „Okay, sie könnte es aber so und so machen.“ Manchmal, ist es halt besser, dass ich dich das so habe machen lassen, wie du gemeint hast, dass es halt für dich richtig ist. Und, dadurch war auch nicht dieses ständige Hinterherlaufen, was dich dann wieder zu sehr eingeengt hätte. Und, ja, ich habe auch schon vorhin gesagt, dass das mit diesem ständigen Hinterfragen und so meistens wissen es die Betroffenen selber gar nicht, warum, weshalb jetzt gerade was passiert ist oder warum sie so das gemacht haben. Deswegen einfach nicht die ganze Zeit: „Warum und weshalb und hast du das nicht schon wieder?“ und so, sondern einfach auch 'n bisschen, die Person machen lassen und das auch akzeptieren können und nicht halt den Menschen versuchen zu verändern, sondern selber einfach damit passend umgehen.
So, und jetzt würden wir eigentlich zu den Begleitstörungen noch kommen. Aber wie ihr selber gemerkt habt, ist es doch ein bisschen länger geworden, das Video. Dementsprechend, ihr seht ja schon mal im Hintergrund, welche Begleitstörungen es gibt. Dementsprechend könnt ihr vielleicht auch schon mal im Internet schauen, wenn euch was interessiert. Ansonsten setzen wir das jetzt einfach in Teil 2 als Video fort und dann könnt ihr da gerne wieder vorbeischauen. Genau, und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, ihr vielleicht ein bisschen mehr Infos jetzt einfach habt, vielleicht auch, wie gesagt, noch weitere Fragen. Und ja, sage ich mal, danke schon von meiner Seite, danke auch an dich, Blulu, dass du da heute dabei bist, dass du dir Gerne. diese Zeit einfach auch nimmst. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann im nächsten Teil, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, oder lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video.